Hallo meine Lieben. Aufgrund der Fragen, die ich von euch bekommen habe, habe ich gemerkt, dass einigen nicht so ganz bewusst ist, was es für Änderungen im Cricut Design Space gab in den letzten Monaten. Und deshalb dachte ich mir, es macht Sinn, wenn ich euch die so ein bisschen zusammenfasse und zeige, was die für Auswirkungen haben. Und dann zeige ich euch auch, wo ihr solche Infos jeweils findet. Mehr dazu gleich nach dem Intro. Starten wir als allererstes auf dem iPad. Und zwar hat es da beim Nachzeichnen von Objekten, wenn ihr ein Objekt einfügt, was ein PNG ist und ihr das nachzeichnen soll, dann hat es da eine Verbesserung gegeben. Ich hatte euch da ein Video gezeigt, wie ich etwas, was ich in Procreate gezeichnet habe, nachgezeichnet habe. Als ich damals das Video gemacht habe, das war das Ergebnis, wenn ich das in Cricut Design Space nachzeichnen lasse. Ich habe das jetzt nochmal gemacht und es ist ein bisschen besser geworden. Ihr seht hier, das hat mehr Lücken, das heißt, die Linien sind auch ein bisschen feiner geworden insgesamt. Ich muss allerdings sagen, im Vergleich zu dem, was das Ergebnis ist aus dem Silhouette Studio, das hier ist aus dem Silhouette Studio. Es kommt noch nicht hin. Also, das ist definitiv das bessere Ergebnis vom Silhouette Studio als auch die neue Version vom Nachzeichnen. Aber es hat sich verbessert. Dann eine Änderung, die mich selber wirklich super gefreut hat. Und zwar ist es so, dass der Offsite, der lange Zeit nur im Desktop zur Verfügung stand, dass der jetzt hier auch möglich ist. Ich gehe hier kurz auf Hochladen und gehe auf meine hochgeladenen Bilder und nehme da einen von den Sachen, die ich schon hochgeladen hatte, füge das ein. Ich wechsle jetzt hier kurz auf die dunkle Einstellung, damit ihr das auch besser seht. Das hat im Moment keine weiße Umrahmung. Jetzt gehe ich bei Bearbeiten, hat es hier ein Offset. Und dann kann ich sagen, wie groß soll die Distanz sein? Passt so für mich. Jetzt hat es da überall noch Einzelteile. Da muss ich mich nachher drum kümmern. Aber hier kann ich schon mal sagen, fertig. Und dann kann ich hier sagen, ich will, dass das weiß ist. Und ich will, dass es ein Drucken und dann Schneiden ist. Ich muss nochmal weiß auswählen. Und dann kann ich sagen, anwenden. Jetzt seht ihr, dass der Sticker ringsherum ein Offset hat. Jetzt kümmern wir uns noch kurz um diese kleinen Stellen, wo es nicht gedeckt ist. Gehe ich auf die Ebenen, blende hier kurz mein Monster aus, sodass ich nur noch das Offset habe. Und dann klicke ich drauf und gehe bei Aktivitäten auf Kontur und kann hier diese kleinen Elemente auswählen, dass die verschwinden. So, dann haben wir eine Fläche. Jetzt kann ich mein Monster wieder einblenden. Dann kann ich beides markieren und dann sagen, wo haben wir es? Ebenen, hier. Weil dann ist das alles jetzt ein Element. Und so kann ich das drucken und schneiden und somit druckt es das Ganze und schneidet mir dann entlang der weißen Kante. Das nächste, was neu ist, wenn ich das vorher gemacht habe, um zu definieren, wie groß mein Sticker-Sheet ist, habe ich einfach ein Quadrat eingefügt, das in der Größe angepasst, weil wir wissen ja, die maximale Druckgröße ist von der Breite her 17,145 und von der Höhe her sind es 23,495. So, das ist die maximale Größe von meinem Sheet quasi. Und dann muss ich immer gucken, wenn ich das dann drucken will. Ich habe dann meine Sticker drauf platziert. Das heißt, ich musste das zuerst wieder in den Vordergrund nehmen. Dann konnte ich das Ganze auf dem
Sticker Sheet quasi platzieren, das heißt ein paar Mal duplizieren. Ne? Ich mache es jetzt hier nur beispielhaft. Ich würde mir da natürlich ein bisschen mehr Mühe geben, normalerweise. Und dann muss ich jeweils diesen Rahmen dann wieder ausblenden, wenn ich das dann drucken wollte und ausschneiden wollte. Neu habt ihr die Möglichkeit, diesem Rahmen zu sagen, hier unter Bearbeiten, anstatt einfacher Schnitt, könnt ihr hier neu sagen, das ist nur eine Hilfslinie. Und jetzt seht ihr, das ist hier nur noch eine rote Umrahmung und die wird nachher, wenn ich das herstelle, wird die nicht mehr angezeigt. Das heißt, ihr habt dann wunderbar hier eure Sticker. Ein weiteres Element ist die Mattenauswahl. Wenn ich jetzt auf Herstellen gehe, dann kommt immer dieser Zwischenschritt von wegen einer Ladeart. Will ich Aufschneidematte und so weiter und so fort. Diesen Schritt kann ich überspringen. Gehe hier kurz auf Abbrechen und gehe nach vorne in die Einstellungen. Kurz speichern. Gehe hier wieder auf die Einstellung und sage Lasttyp Einstellungen. Und jetzt kann ich bei der Ladeart sagen, auf der Schneidematte 30,5 x 30,5, weil das ist das, was ich normalerweise mache. Sage fertig. Ich gehe jetzt hier wieder auf mein Projekt zurück und sage herstellen. Und jetzt seht ihr, dass es automatisch eben diesen Schritt übersprungen hat und ich direkt auf der Matte bin. Das ist das, was ich meistens verwende. Von dem her hier wunderbar. Was ich euch auch noch zeigen wollte, ist das Handling auf den Matten. Wenn ich jetzt hier einen massiv größer mache, wo ich weiß, der hat eigentlich nicht Platz und auf Herstellen gehe, dann macht er mir 2 Matten. Und das erste ist, ich kann jetzt neu, das war vorher nicht möglich, kann ich den zum Beispiel hierhin verschieben, ne? Und sehe, okay, der Rahmen ergänzt sich quasi, der passt sich an. Und ich kann hier zum Beispiel auf die zweite Matte gehen, da sagen, Objekt verschieben, auf die erste Matte und dann könnte ich die auf der Matte hier noch so verschieben, dass es irgendwie passt. Ne? Also von dem her neu ist diese Matte, das heißt, so wie ihr das anordnet, könnt ihr hier immer noch damit arbeiten. Vorher war das fix und dann musste man wieder rausgehen und im Arbeitsbereich das quasi anpassen. Das habt ihr nicht mehr. Ihr könnt jetzt wirklich hier drin eine Anpassung machen und da, wo dann nichts drauf ist, ne, die fällt dann weg. Also da auch die Möglichkeit, damit zu arbeiten. Kann da jetzt auch wieder sagen, ne, verschieben wir wieder auf die zweite Matte rüber. Und je nachdem, ne, wie ich den anordne, wo ich den platziere, geht eben dieser Rahmen mit. Und ich könnte hier sogar noch sagen, ne, Auswahl verbergen, dass es dann nur diese 3 sind zum Beispiel. Ne, so, also hier wirklich die volle Flexibilität. Dann, wo es auch noch eine wesentliche Änderung gegeben hat, und da kamen auch viele Fragen von euch beim Texttool. Text, wenn ich da Text einfüge, Hello Austin, diese Schriftart habe ich von Dafont. Seht ihr, ich habe hier eine Textbox. Ich mache die kurz ein bisschen größer, damit ihr das auch seht. Wenn ich vorhin den Text dann anpassen wollte, dann musste ich quasi draufklicken, dann kam oben eine kleine, also eine winzig kleine Textbox. Und neu ist es so, dass ich direkt hier drinnen arbeiten kann. Das heißt, ich kann jetzt, ne, kann jetzt einfach einen Buchstaben auswählen, zum Beispiel, und den macht jetzt keinen Sinn, aber ihr seht, na, ich kann den Text jetzt so einfach anpassen. Das heißt, nicht erschrecken, wenn hier keine Box mehr erscheint, sondern das jetzt neu arbeitet ihr direkt hier auf dem Text drauf. Die Fragen kamen oft mit den Glyphen, weil da hatte ich es ein bisschen anders gezeigt. Und für die Glyphen haben wir diese Unicode-App, das habe ich euch im Video drin gezeigt.
kann ich auf Hello Austin gehen. Dann beim O zum Beispiel hätte ich gerne, dass da eine Glyphe ist, kann das auswählen. Share Glyph, kopieren. Dann jetzt neu eben kann ich direkt hier das O auswählen und da sagen einsetzen. Und jetzt ist diese Glyphe hier und da könnt ihr immer noch hier zerlegende Buchstaben und dann den O einpacken, wo er eigentlich hingehört. Alles wieder markieren und dann sagen verschweißen. Und so könnt ihr Glyphen einsetzen. Vom Text her vielleicht auch noch, vorher gab es nur Designs, wo man dann in den Designs nach Phrases, nach so Sprichwörtern, Text, quasi schönen Texten suchen musste. Neu hat es hier Phrases und da habt ihr dann die ganze Auswahl. Nehmen wir mal Wahl, Regen, mal gucken, was da kommt. Dann habt ihr diese schönen Schriften, wo ihr die dann genau gleich wie bei den Bildern die einfügen könnt. Das ist ein kleiner Tipp, weil vorher eben in Designs drin, dann kamen dann ganz viele Bilder und dann kam dann irgendwann mal so ein Text. Ich fand es immer ein bisschen mühsam zum Suchen und das ist super, dass es jetzt wirklich ein separates Icon für die Phrases hat. Das war das, was ich euch auf dem iPad zeigen wollte. Jetzt will ich euch das Ganze noch auf der Desktop-Version zeigen und da gibt es noch ein paar weitere Sachen. Das Nachzeichnen, das zeige ich euch nicht nochmal, das ist eigentlich dasselbe. Was ich euch hier zusätzlich noch zeigen wollte, ist bei den Einstellungen habt ihr auch, dass ihr hier die Print and Cut Page Size könnt ihr auf, das ist quasi US-Letter Format oder A4, dass ihr, wenn ihr eben A4 immer habt, dann könnt ihr hier das auswählen. Dann auch hier das Thema mit den Guides, wenn ich jetzt etwas einfüge. Ich nehme hier auch wieder einen von meinen kleinen Monstern. Mache meinen Arbeitsplatz kurz in einer anderen Farbe. Und wenn ich jetzt hier auch den Offset mache, kann ich sagen anwenden. Dann auch hier natürlich die Farbe weiß und dann drucken, dann schneiden ist hier schon richtig. Jetzt kann ich hier noch gucken, ob es Leerstellen hat. Ist nicht der Fall, wunderbar. Dann können wir auch hier beide markieren und dann sagen Ebenen. Und dann ist es ein Element und das kann ich so als Sticker verwenden. Auch hier das Thema mit den Guides, das gibt es auch hier. Das heißt, ich gehe hier hin. Da füge ich auch ein Viereck ein, hebe hier das Schlösschen auf und sage die 17,145 mal die 23,495 und jetzt kann ich dem auch sagen, nicht einfacher Schnitt, sondern das soll eine Hilfslinie sein. Das ist im Moment noch grau, wenn ich rausklicke, dann seht ihr, habt ihr hier einen roten Rahmen. Und jetzt kann ich auch wunderbar hier meine Sticker platzieren. Ich mache jetzt auch hier extra wieder ein Mehr. Und hier haben wir dasselbe Thema, wenn ich jetzt auf Herstellen gehe,
Und ihr habt jetzt gesehen, er hat diesen Schritt quasi übersprungen, dass ich die Mattengröße oder auf der Matte, ohne Matte, dass ich das auswählen musste. Das heißt, er hat die Einstellungen, die ich vorhin auf dem iPad gemacht habe, hat er direkt übernommen und hat diese 12×12 Inch Matte ausgewählt. Was super hilfreich ist. Und auch hier wieder, wenn ich irgendetwas verschiebe, geht der Rahmen mit. Und ihr habt gesehen, dass ich auch eine zusätzliche Matte habe, weil hier ein Element nicht Platz hatte. Auch das kann ich verschieben auf die erste Matte. Hier ist es. Und dann kann ich das hier noch so ein bisschen drehen, so dass das alles auf einer Matte Platz hätte. Und so kann ich das drucken und schneiden. Na? Hier natürlich immer so ein bisschen die Gefahr, dass, weil ihr seht ja die weißen Rahmen nicht, da müsst ihr einfach aufpassen, dass ihr wirklich genug Platz ringsherum lasst, dass dann dieser weiße Rahmen dann halt eben auch Platz hat und nicht vom einen Sticker in den anderen reinschneidet. Dann auch hier das Texttool ist genau gleich. Na, wenn ich jetzt hier Hello eingebe, meine Schrift suche, nehme ich in den Systemschriften und da sage Hello Austin. Dann haben wir die hier. Und hier eben dasselbe, ne? Wenn ich das jetzt bearbeiten will, kann ich da einfach drauf doppelklicken und die einzelnen Buchstaben markieren. Ich bin jetzt auf dem MacBook, da arbeite ich ganz einfach mit dem, ich weiß gar nicht, wie das heißt, Schriftsammlung heißt das Ding. Das ist vorinstalliert auf dem Mac und da kann ich jetzt auf Hello Austin gehen, meine Glyphe auswählen, dann Command C zum Kopieren, gehe wieder hier rüber, markiere den O, Command V und dann ist diese Glyphe hier drin. Ihr seht, hier hat es ein bisschen besser funktioniert. Der O ist schon beim L dran. Ja, aber ich nehme an, so schnell wie die im Moment neue Sachen entwickeln und Korrekturen machen, wird das sicher auch noch korrigiert. Aber ihr seht, so einfach habt ihr Glyphen eingefügt. Wenn das Thema Glyphen komplett neu für euch ist, ich verlinke euch oben in der Ecke das Video, wo ich das mal gezeigt habe. Damals halt eben noch auf der alten Version, das heißt, wenn ich da den Text angeklickt habe, dann erschien oben so ein kleines Fenster, wo ich dann den Text da bearbeiten musste. Eigentlich wäre eine der Neuerungen so, dass hier wie quasi ein Balken entstehen würde, den ich dann verschieben kann und dadurch die einzelnen Wörter unterbrochen werden. Anscheinend ist das bei meiner Version gerade noch nicht da, aber ne, wenn ihr das auch noch nicht habt, ne, das wird bald kommen. Das heißt, man kann dann hier einfach an diesem Balken ziehen oder das Ganze zusammenstoßen und dann habt ihr wie einen Zeilenumschub, wo ihr dann das Hello auf einer Zeile habt, meine auf einer Zeile, Liebe auf einer Zeile. Ne, das ist eine Möglichkeit zum Bearbeiten. Was aber super ist, ist, dass eben dadurch, dass jetzt der Text in dieser Box direkt bearbeitet wird, habt ihr auch, wenn ihr jetzt eben die Orientierung ändert und hier den Text anpassen wollt, kommt der gerade. Das heißt, es geht wesentlich einfacher, das zu bearbeiten. Dasselbe auch, wenn ich den verbiege. Wenn ich den jetzt anpassen will, wird er mir gerade angezeigt, dann kann ich das hier noch korrigieren. Und trotzdem sehe ich in Grau, wie das nachher aussehen wird, wenn es eben gebogen ist. Also da mit der Textbearbeitung durchaus eine Verbesserung. Und dann haben wir auch hier natürlich die Phrases. Ne? Wir haben Designs, das sind die Bilder und neu eben auch Phrases, wo wir auch hier wieder das eingeben können und dann habt ihr eben die schönen Schriftzüge hier gleich drin. Was ich extrem gerne
für T-Shirts zum Beispiel verwende. Ne? Und das Coolste habe ich mir bis ganz am Schluss aufgehoben, weil neu habt ihr hier auch Monogram. Das geht allerdings nur, wenn ihr ein Abo habt. Da kann ich jetzt meine Initialen eingeben. Und jetzt habt ihr hier ganz viele verschiedene Möglichkeiten. A, ihr könnt die Schriftart auswählen, da ein bisschen gucken, wie das aussieht. Hier verschiedene Textarten innerhalb dieser Schrift, wenn ich jetzt auf elegant gehe zum Beispiel, ne, wie das aussieht. Dann habt ihr, je nach Schrift, habt ihr weitere Möglichkeiten, dass ihr zum Beispiel einen Kreis, einen Rahmen, ne, hier solche Elemente einfügen könnt. Könnt ihr auch so ein bisschen ausprobieren, was es da alles so hat. Sind immer so ein bisschen unterschiedlich pro Schrift. Da habt ihr ganz coole Sachen, die ihr da machen könnt. Und dann könnt ihr hier auch noch sagen, ne, alles oder nur das, was man schneiden kann oder das, was man schneiden und zeichnen kann. Und dann habt ihr hier aber auch noch thematisch. Ne? Ich war jetzt auf dem Klassisch, kann aufs Thematik rübergehen und da gibt es extrem coole Sachen. Ne? Botanisch, das heißt hier mit Blumen ringsherum oder solchen Blumen oder so ein Blumenkreis. Extrem coole Sachen. Ich kann dekorativ gehen. Dann kann ich auch noch sagen, ne, wie zum Beispiel die Buchstaben angezeigt werden können, je nach Design. Ich bleibe jetzt mal bei dem. Dann besondere Ereignisse. Cupcake finde ich auch ganz cool. Ne, den Osterhasen, Tannenbaum, den Zahn, Engelsflügel. Interessen. Hier zum Beispiel, ne, im Herz drinne mit dem Herzschlag. Oder hier, ne, mit der Hundetatze. Ihr seht wirklich ganz viele Sachen. Und dann hat es auch noch Sport, Handel, Bowling, Basketball, Baseball. Ne? Wirklich super coole Designs. Jetzt, wenn wir zum Beispiel auf das Botanische zurückgehen, oder nee, hier aufs Dekorative, sorry. Ja, den fand ich ganz cool. Und wenn ich das jetzt einfüge, und ihr seht, es ist noch eine Beta-Version, das heißt, da wird sicher auch noch mehr kommen. Ich mache das jetzt ein bisschen größer. Und ihr seht jetzt, dass sie hier bestimmte Farben hat, aber ihr könnt diese Farben immer noch ändern. Ne? Ihr könnt auch auf eine andere Farbe gehen. Wenn ihr jetzt sagt, ich will das Violett und das will ich der Farbe, den Buchstaben gerne auch in einem dunklen, ne? Könnt ihr das wunderbar anpassen und das dann im Moment ist es schneiden. Das heißt, so könntet ihr zum Beispiel ein mehrlagiges mit Flexfolie etwas gestalten, ne? Als Beispiel. Also hier spielt da wirklich so ein bisschen mit diesem Monogram Maker rum. Ich finde es Hammer. Also was man da dann alles damit machen kann. Hier das andere Beispiel. Auch hier habt ihr wieder verschiedene Ebenen, wo ihr den Ebenen auch andere Farben geben könnt. Der Text, also die Buchstaben, wird nicht als Text eingefügt, sondern als Bild. Mal gucken, was wir da noch machen könnten. Ich gehe nochmal hier drauf und versuche jetzt einfach mal, wie viel ich da eingeben kann. Na, wenn ihr einen kurzen Namen habt, es gehen vier Buchstaben gehen rein. Das heißt, da könntet ihr jetzt, wenn ihr eben einen Namen habt mit nur 4 Buchstaben, könntet ihr sogar den ganzen Namen anstatt nur
das Monogramm eingeben. Somit hier eine kleine Spielerei mit diesem Monogramm, weil die waren vorher immer extrem mühsam, die zusammenzusetzen. Und jetzt kann man das wunderbar einfach machen. Na, versucht es einfach mal aus und probiert es aus. Steht im Moment nur auf dem Desktop als Beta-Version zur Verfügung, aber irgendwann, na gleich wie mit dem Offset, kommt es dann ja vielleicht auch noch für das iPad. Jetzt hatte ich euch gesagt, ich zeige euch auch noch, wo ihr die Release Notes findet. Das ist auf der Cricut-Hilfe-Seite, das heißt help.cricut.com. Und wenn ihr da in den Fragen, also ihr könnt auch über den Pfad gehen, Hilfecenter Design Space Release Notes, oder ihr könnt oben Release Notes eingeben, dann kommt ihr auch auf diese Seite. Und das Schöne ist, jedes Mal, wenn die irgendeinen neuen Release rausbringen, könnt ihr da einfach drauf gehen. Dann wird euch erklärt, was neu ist. Und dann habt ihr auch eine kurze Erklärung, was ihr dann damit machen könnt. Bei dem hat es jetzt nichts dabei, sondern gehen wir mal hier drauf. Genau, hier unten hat es dann auch noch Fixes. Das heißt, wenn irgendetwas nicht gut war vorhin, das heißt keine Neuerung, sondern irgendwas, was nicht sauber gelaufen ist, dann werden die Fixes dann hier auch noch aufgeführt. Aber wirklich, also es lohnt sich hier jeweils reinzugehen und ihr seht, wie viele Release-Updates es gegeben hat. Allein dieses Jahr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 Updates allein dieses Jahr. Also hier wirklich, die geben Gas dieses Jahr. Was ich super finde, weil der Design Space durchaus Verbesserungspotenzial hatte, auch immer noch hat, aber es wird von Mal zu Mal besser. Von dem her, macht das durchaus immer mehr Spaß damit. So, das war die Übersicht von den Sachen, die sich geändert haben. Ich hoffe, das war hilfreich für euch und hat vielleicht auch einige Fragen beantwortet, gerade die ich im Zusammenhang mit den Glyphen erhalten habe. Und ja, hoffe natürlich, dass euch das Video gefallen hat und dass wir uns in einem meiner nächsten Videos wiedersehen. Bis bald!